Das Schweizer Stimmvolk hat sich mit deutlicher Mehrheit dafür entschieden, die Gesamtbevölkerung der Schweiz nicht bei 10 Millionen Bürgern begrenzen zu wollen. Damit wird ein langfristiger Trend in der Schweiz bestätigt, der meiner Meinung nach in naher Zukunft dazu führen wird, dass die Schweiz nicht nur in die EU beitritt, sondern auch den Schweizer Franken aufgeben werden muss. Warum das so ist, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Die Schweizer Wirtschaft und die meisten Schweizer Parteien, sie waren erleichtert, als gestern Nachmittag am 14. Juni 2026 die ersten Hochrechnungen hereingeflattert kamen zur sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative der Schweizerischen Volkspartei. Hier hatte die Schweizerische Volkspartei gefordert, dass die Bevölkerung der Schweiz bei 10 Millionen beschränkt werden soll, dass ab einer Bevölkerung von 9,5 Millionen die Zuwanderung praktisch gestoppt wird und man dann auch die Personenfreizügigkeit mit der EU aufkündigen solle. Zugegeben natürlich eine sehr ungewöhnliche Maßnahme. Es gibt kein Land auf der Welt, in dem entsprechende Regelungen gelten, wo eben die Bevölkerungszahl beschränkt werden soll per Gesetz. Es ist auch schwer vorstellbar, ganz ehrlich, wie das Ganze umzusetzen wäre. Es war natürlich für viele ganz klar eine Protestinitiative. Man wollte damit vor allen Dingen protestieren gegen die ständig weiter anwachsende Zuwanderung in die Schweiz, aber auch gegen die Untätigkeit der eigenen Regierung, die ja in dieser Frage vielfach die schweizerische Bevölkerung schon seit langem ignoriert und dort nach wie vor einen sehr EU-freundlichen Kurs führt. Kein Wunder natürlich auch, dass Frau von der Leyen innerhalb von einer Stunde nach Schließung der Wahllokale den Schweizern dafür gedankt hat, dass sie das Richtige entschieden haben. Sie hatte ja davor schon den Schweizern wenigstens indirekt gedroht und hat sie ihnen gedankt, fast als treue zukünftige Untertanen, dass sie sich entsprechend verhalten haben und sich dann auch der EU als würdig erwiesen haben. Die Abstimmung zeigt im Grunde genommen, dass die SVP dort alleine auf weiter Flur steht. Alle anderen Parteien hatten sich gemeinsam mit den Medien, den Gewerkschaften und anderen Organisationen zu einer Allianz zusammengeschlossen und diese Initiative massiv bekämpft. Hier riesige Drohkulissen aufgebaut, was passieren würde, wenn tatsächlich diese Initiative angenommen worden wäre vom Schweizer Stimmvolk. Und natürlich hat das funktioniert. Die Schweizer sind in Reihe und Glied zurückgefallen und haben dann entsprechend auch großteils so abgestimmt. Man muss natürlich sagen, dass es hier große Grabenkämpfe gab, einmal zwischen der Westschweiz, also der französisch sprechenden Schweiz und der deutsch sprechenden Schweiz. Die französisch sprechende Schweiz in großer Mehrheit gegen diese Initiative. In der deutschsprachigen Schweiz sah es natürlich ganz anders aus. Dort gab es viele Befürworter. Aber eben 55% insgesamt der Schweizer haben sich dann gegen die Initiative ausgesprochen. Das ist schon eine ziemlich deutliche Mehrheit. Und damit zeigt es natürlich ein lang anhaltender Trend. Und der Trend ist natürlich genau eine immer weitergehende Zubewegung auf die EU. Die nächste große Abstimmung werden die bilateralen Verträge 3 sein. Die wurden ja schon vom Schweizer Parlament und von der Schweizer Regierung gebilligt. Irgendwann werden die dann auch für das Schweizer Volk kommen. Und ich habe auch mittlerweile keine Zweifel mehr daran, dass das Schweizer Stimmvolk dann auch entsprechend diese Initiative annehmen wird. Damit hat sich dann im Grunde genommen die Rolle des Schweizer Volkes als souverän erledigt. An seine Stelle tritt dann der Europäische Gerichtshof. Das heißt, zukünftige entsprechende Initiativen wird es dann wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Sie werden wahrscheinlich im Keim erstickt werden, beziehungsweise wenn das Ergebnis eben nicht mit den bilateralen Verträgen übereinstimmt, wird der Europäische Gerichtshof entsprechend entscheiden, dass das Ergebnis der Initiative, selbst wenn das Volk sich dafür ausspricht, als ungültig zu bewerten ist. Darum genau geht es bei den bilateralen Verträgen 3. Darüber wird abgestimmt. Das ist natürlich ein ziemlich abstraktes Thema, können sich viele nicht vorstellen. Und eben in Kombination mit dieser Angstmacherei, die gerade von seitens der Schweizer Regierung betrieben wird, aber auch von den Wirtschaftsverbänden, den Gewerkschaften, werden dann die bilateralen Verträge 3 mit Sicherheit so angenommen werden. Wenn dann die bilateralen Verträge 3 erstmal stehen, dann ist natürlich der Weg zum EU-Beitritt auch nicht mehr weit. Dort wird es dann irgendwann meiner Meinung nach eine neue Umfrage geben. Es gab ja schon mehrere ähnliche Umfragen oder Fragen zum EU-Beitritt jeweils mit Nein beantwortet werden. Es wird dann eine weitere Umfrage geben und das wird wahrscheinlich die letzte Umfrage sein, die es jemals zu diesem Thema in der Schweiz geben wird. Diese wird dann meiner Meinung nach mit Ja beantwortet werden und dann wird die EU es relativ klar machen, dass es keine Extrawürste für die Schweiz gibt. Woher weiß ich das? Naja, man sieht es jetzt gerade am UK. Im UK gibt es ja auch einige aberwitzige Parteien, die sich jetzt gerade darin ergehen, dass ja der UK wieder
letztlich der EU beitreten soll. Da hat die EU ganz klipp und klar gesagt, es wird keine Extrawürste mehr für den UK geben. Das heißt, wenn sie zurück in die EU wollen, dann heißt das Pfund aufzugeben und natürlich auch die Hoheit über die eigenen Grenzen aufzugeben. Das also Schengen und Euro. Und genau das Gleiche wird es für die Schweiz auch geben. Schengen sind ja sowieso schon mit dabei, aber der Euro wird dann eben für die Schweiz auch kommen. Da bin ich, muss man sagen, mittlerweile eigentlich ziemlich sicher. Wie lange geht das noch? Naja, man kann es nicht sagen. 10 Jahre, 15 Jahre. Und natürlich kann sich in der Zeit vieles ändern. Wer weiß, wenn es mit der EU dann natürlich in der Zeit jetzt sehr rapide abwärts geht, dann ändert sich das Ganze vielleicht. Aber auf der anderen Seite geht es ja schon mit Deutschland und auch schon mit Frankreich seit Jahren abwärts. Wir sind in einer Dauerrezession. Und deshalb frage ich mich eigentlich auch, warum sind die Schweizer so interessiert an der EU? Also es ist ja völlig klar, die EU geht dem Abgrund entgegen. Es geht immer weiter abwärts. Warum das Interesse bei diesem Block mit dabei zu sein? Die gleiche Frage stelle ich natürlich auch in UK, der Labour-Partei. Ich meine, ihr wollt zurück in die EU. Warum? Welchen Grund gibt es da? Was soll sich durch den EU-Beitritt ändern? Die Briten gerade haben ja ein fantastisches Freihandelsabkommen. Das heißt, die können ja schon ohne Ende Handel mit der EU eigentlich betreiben. Die EU ist in einer Abwärtsspirale. Sicherlich der UK ist auch in einer Abwärtsspirale. Also was soll sich durch den EU-Beitritt tatsächlich ändern? Wie du schon sehen kannst, hier geht es nicht um praktische Vorteile, sondern hier geht es rein ums Prinzip. Hier geht es um die Aufgabe der Eigenständigkeit, Teil eines Staatenbündnisses zu sein, um die Aufgabe der eigenen Souveränität, sowohl in UK als eben auch in der Schweiz. Die Gründe dafür sind eigentlich relativ klar. In der Schweiz, 1/4 der Bevölkerung in der Schweiz sind Zuwanderer. Viele lassen sich einbürgern. Das heißt, viele Schweizer Staatsbürger haben ein anderes Bild der Schweiz als vielleicht traditionelle, ursprüngliche Schweizer. Auch gibt es hier sicherlich einen Generationenkonflikt. Das heißt, viele junge Schweizer sehen die Situation natürlich komplett anders. Für sie hat die EU noch Vorteile, zum Beispiel die Reisefreiheit, die Personenfreizügigkeit. Denn auch die Schweizer können ja überall in der EU leben. Dadurch, und so bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, wenn man in einigen Jahren dann das Volk dazu befragen wird, ob man in die EU beitreten will oder in die NATO, am besten noch in beides gleichzeitig, wird es ebenso mindestens genauso deutlich befürwortet werden, wie jetzt die Nachhaltigkeitsinitiative letztlich abgelehnt wurde. Ich meine, ich möchte das jetzt erstmal gar nicht werten. Das ist eben die demografische Entwicklung in der Schweiz. Das kann man jetzt kritisieren oder nicht. Das sind eben Menschen und Menschen entwickeln sich und Gedanken entwickeln sich. Das ursprüngliche Bild von der Schweiz, das ursprüngliche Selbstverständnis von der Schweiz ist eben nicht mehr vorhanden. Der bekannte Schweizer Schriftsteller hat es ja mal auf den Punkt gebracht. Was ist eigentlich die Schweiz? Die Welschen, also die Westschweizer, wollen keine Franzosen sein. Die Tessiner wollen keine Italiener sein und die Deutschschweizer wollen keine Deutschen sein. Und daraus, aus diesem gemeinsamen Wille eben nicht dazugehören zu wollen, ist dann über die Jahrhunderte die Schweiz entstanden. Das ist jetzt natürlich Schweizer Geschichte extrem vereinfacht, aber eben viele Schweizer werden mir zustimmen, dass das eben traditionell das Selbstverständnis der Schweizer ist. Also letztlich irgendwo ein negatives Selbstverständnis. Ja, was uns verbindet, ist, dass wir nicht zu den großen Playern dazu gehören wollen. Aber eben das verschwindet immer mehr in der Schweiz. Und ich persönlich kann nicht sehen, wie sich das jetzt noch aufhalten lässt. Wie gesagt, die äußeren Bedingungen, da kann natürlich noch viel passieren in Europa. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt in den letzten 15 Jahren weitergegangen ist, dann sehe ich im Grunde genommen, dass der Weg für die Schweiz vorprogrammiert ist. Was bedeutet das für dich konkret? Nun, das ist ja alles graduell. Das wird jetzt nicht sofort passieren. Wenn du dir überlegst, in die Schweiz auszuwandern, wenn du dir überlegst, letztlich dort auch Vermögen aufzubauen, dort Vermögen hin zu verlagern, weil du eben sagst, starke Währung außerhalb der EU, dann ist das natürlich alles noch so korrekt, heute wenigstens. Aber langfristig würde ich mich nicht darauf verlassen. Auf der anderen Seite denke ich, dass es 100% besser ist als in Deutschland oder in Österreich. Das heißt zu sagen, okay, die Schweiz ist für mich so ein Zwischenstopp. Ich gehe da mal zuerst hin, weil es eben einfach am einfachsten ist. Und dann beobachte ich die Lage. Und wer weiß, vielleicht wird sich noch etwas verändern, verbessern. Wir wissen es ja nicht. Also beobachte die Lage, nutze die Schweiz als Plattform, solange es Sinn macht. Aber ich würde mir langfristig garantiert einen Plan B vorbereiten. Und ich würde mich nicht mehr darauf verlassen, dass die Schweiz das Land ist, das der Freiheit, der Unabhängigkeit, dem Freiheitssinn, der Neutralität verpflichtet ist. Ich denke leider, dass dieser Zug abgefahren ist. In diesem Sinne, wenn auch du dich dafür interessierst, in die Schweiz auszuwandern oder vielleicht jetzt in ein anderes Land, da würde ich mich freuen, mit dir natürlich ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos.
Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Ich selbst habe auch in der Schweiz gelebt und habe Deutschland schon vor mittlerweile 26 Jahren verlassen, eben in Richtung Schweiz, aber dann aber natürlich in etlichen anderen Ländern auch gelebt. Für mich war die Schweiz also auch nur ein Trittbrett oder ein Sprungbrett in eine Zukunft dann außerhalb der EU und in den anglosächsischen Sphären, sagen wir es mal so. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.